Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute sind wir mal wieder mit Gearbox beim Hot Pursuit Event 2024 im Bree Park. Und dieses Mal haben wir Fuck Gearbox Live. Wir haben ja uns schon ein paar Sachen dazu angeguckt. Hot Pursuit waren, glaube ich, 2 Sachen oder nur eine. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, bin ich ganz ehrlich. Bin aber sehr gespannt. Gearbox hat mich ja mies abgeholt vom, was war das? DEFCON, meine ich. Ja. Und ihr habt da ja auch Bock drauf. Und ich auch. Also gehen wir direkt rein. Gearbox. Fuck Gearbox. Let's go. We've got you surrounded. We will now enter this building. Bro, ich dachte, meine Kopfhörer sind gerade kaputt. Ich wollte schon aufdrehen. Ich wollte schon hochfahren. The silence builds the adrenaline. Surrounded. Every exit locked down. A million thoughts flash through your brain. You breathe quietly and prepare for impact. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sag ganz ehrlich, also ich habe mir gerade schon gedacht, wow, okay. Aber wäre ich da, ich hätte mich so erschrocken, ich wäre umgefallen. Ich mit meinem alten kleinen Herz, armen kleinen Herz, ich wäre einfach umgefallen. Holy shit. Die haben alle so eine Murmel, ne? Boah, ich hab da so Bock drauf. Oh, good ass, my It's friend. time to run like hell. This is Fuck Gearbox Live. So im Nachhinein, ne, wenn man weiß, okay, was das eigentlich für krasse Motherfucker alle sind, ne? Und dass die da wirklich so ein Event machen, wo die alle zusammen sind, ist mega geil. Das ist eigentlich voll verrückt, ey. Wer fängt denn jetzt an? Du, ich, du? Bro, wie die aber direkt immer loslegen, ne? Da muss ich halt wirklich sagen, das feiere ich so an Gearbox. So, klar, es gibt so ein kleines Intro, aber dann haut's dir direkt die Fresse weg und du weißt, okay, die nächste halbe Stunde, wenn nicht sogar beim Hot Pursuit Event, ich weiß gar nicht, wie lange das ging und über wie viele Tage, dann ballert dir über einen schönen langen Zeitraum alles weg. Also danach geht's so einer dumm und dämlich groß. Holy shit, Alter.
muss aber ehrlich sagen, es ist zwar cool, die Leute da alle zu sehen, aber man hat es ja vorhin schon gesehen. Es ist, glaube ich, auch ein bisschen viel, oder? So, ja, okay, wer fängt jetzt an? Wer macht da jetzt was? Wer macht dies? Wo mache ich was? Wo sind meine Turntables? Dies, das. Das ist ja verrückt. Auch, dass sie halt bis jetzt, natürlich, ab jetzt drehen die natürlich durch, das weiß ich natürlich, dass sie dann einzeln nach und nach ihre Tracks spielen und durchdrehen, klar. Aber so, ne, das war ja jetzt gerade einfach nur Freundestreffen. So, ne? Obwohl es gut abging schon. So wie jetzt. Sieht einfach aus, als wenn sich da eine Freundesgruppe getroffen hat. Oh, okay, gut, wir machen jetzt einfach mal wir machen mal ein bisschen DJ-Dingens. Oh. Aber das Ding ist einfach ein riesen Event. Holy shit, ey. Aber auch coole Trikots, ne? Ich bin sowieso, finde ich so geil, dass so viele so ihre eigenen, ja, doch, sind Trikots, ne? Eigenen Trikots entwickeln oder Design. Mega geil. Sieht mega geil aus und ist eigentlich auch verdammt schlau. So, die Scheiße ist halt so schön luftdurchlässig und alles, ne? Weil, Bro, du bist sowieso so mies am Schwitzen. Trikots ist einfach mit das Schlauste immer, wenn du das anziehst, wenn du weißt, okay, du wirst sowieso schwitzen. Ob auf Arbeit, irgendwie in einem Club oder so. Und die sehen auch geil aus. Boah, geil. Lichtershow. Siehst du, das meine ich nämlich. Bro, die reden noch darüber, wie was gemacht wird hier. Das ist so komisch, die da hinten gefühlt hauen sich da. Da fehlt eigentlich nur, dass sie da einen Stehtisch haben und dass da Bier ist. Dass sie sich da richtig einen wegkloppen. Aber so wie das aussieht, ne, da könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben, weil ich bin ganz ehrlich, ich bin da auch ein bisschen dämlich, aber auch irgendwo, weiß ich nicht, keine Ahnung, mal, ich bin einfach dämlich, weil ich mich da nicht wirklich schlau mache immer im Vorhinein. Vorhinein? Vorhinein. Sondern einfach mal reingehe und mir denke, ja, okay, komm, first time, ich mache ja immer First Time Reactions, gehe einfach rein und dann lasse ich es auf mich zukommen. Aber das hier ist doch der Anfang, richtig? Weil die Jungs sehen alle noch frisch aus.
Außer Justin, der sieht ein bisschen fettig aus, ne? Aber gut, lassen wir mal so stehen. Aber das ist doch der Anfang von dem ganzen Event, oder nicht? Also das Set jetzt. Boah, ich liebe diesen fucking Keks, ey. Das war auch ein cooler Track. Also, ne, ich versuche ein bisschen weniger zu labern, ihr merkt das wahrscheinlich, weil ich finde Gearbox, wenn du dir die ganzen Sachen anguckst und gerade wenn die Jungs zusammen sind, ich werde sowieso wieder viel labern. Ich merke es ja jetzt schon wieder, dass ich viel laber. Aber wenn die Jungs zusammen sind, das ist so geil und ich will das eigentlich so gefühlt ein bisschen durchlaufen lassen und ich weiß auch, viele von euch mögen das mehr, wenn ich ein bisschen mehr spielen lasse und dann dadurch nicht den Rhythmus rausnehme und das Erlebnis, sondern weil ich mache ja immer diese Pausen zwischendrin und dies und das, aber das ist halt mein Kopf einfach. Ich versuch's hier ein bisschen anders. Bei den anderen Reactions wird nicht so sein, aber hier dieses Mal versuche ich's. Wird eh nix. Junge, brettert das dir dein Gesicht weg, ey. Hilfe! On the scale of disasters, this would really challenge humankind to survive. Think of your world and then turn everything upside down. You will do anything for your loved ones. At that point, it's survive or die. Das ist so verrückt, ne? Ich sag ja immer wieder, Gearbox, wenn die Gas geben, also du hast ja immer Tempo drin, ne? Da geht's ja immer die ganze Zeit krass ab mit diesem krassen Keks. Ich lieb das auch. Du hast so ein paar Sekunden, so, wo du ein bisschen runterfallen kannst, so wie jetzt gerade. Oder wie jetzt. Und dann scheppert's dir wieder alles weg. Geil. Und da muss ich aber auch ehrlich sagen, ne? Da verstehe ich mich auch selber nicht. Ich stehe auf dieses, wie heißt das denn jetzt hier, wenn er schneller ist? Ich will die ganze Zeit Speed-Style sagen, aber das ist ja ganz falsch. Ihr wisst, was ich meine, ne? Mikrowellensound und so. Stehe ich gar nicht drauf. Aber wenn mir solche Kicks um die Ohren fliegen, bin ich voll dabei. Also irgendwas stimmt nicht mit mir. Entweder wird das jetzt so bis an mein Lebensende so durchgehen, oder irgendwann wird mein Körper und Kopf sich sagen, ja, okay, gut, Mikrowellensound ist auch gut. Glaube ich aber nicht dran.
Ab und zu vielleicht mal. Step into the madness. Fuck Gearbox. Defeat the Screech Slaver. Crazy zu sehen, wie manche da dann diesen Shit halt mitschreien, ne? Aber geil auch irgendwie. Ich muss ehrlich sagen, die Lichtershow gefällt mir dieses Mal verdammt gut. Eigentlich war ja hier sonst immer beim Bree-Park, dass sie immer sagt, weiß ich nicht, Kamera, dies und das. Ne, über die Kamerawinkel, glaube ich, habe ich genug erzählt in den letzten Reactions. Aber die Lichtershow bis hierhin, sehr geil. The underground. Auch mit diesem Kamerawinkel. The Gearbox boy. We here. Rote Laser kommen mies geil, ey. Here we go. Turn it. Ich bin zwar ein Fan davon, wenn du das machst, ne? Aber Bro, nicht zu oft und nicht zu schnell hintereinander. Bro, die knallen sich sogar die Birne weg. Boah, ist das geil. Ich würde das zwar wahrscheinlich auskotzen, aber... The underground. Here we go. We are the underground, baby. We are Gearbox. Oh, Junge. Are you ready? Holy shit, Mann. Fucking shit on. Das ist, glaube ich, bis jetzt das Geilste, was ich gesehen habe hier vom Bree-Park. Diese fucking geilen Laser, dieses Licht, was aber auch nicht, was sehr krass ist, aber nicht so extrem krass, aber auch im Hintergrund diese Blitze und so. Bro, das sieht so fucking geil aus. Switch that fucking shit on. Welcome. Jesus. Hey! Put those hands up, motherfuckers. Let's go. Fuck Gearbox. Defeat
Holy shit, ey. Diesel, begin. Kijk die gekke moves. Die Jungs, wie die einfach abgehen, ne, das macht so Bock. Also, wie die Musik abgeht, was die Jungs da fabrizieren, da kommen wir am Ende des Videos mal zu, weil das will ich jetzt nicht währenddessen sagen. Außer, es ist verdammt geil, dass die auch links und rechts so neben der Bühne auch nochmal so Tanzflächen haben, wo die halt ab und zu draufgehen und noch ein paar Dances ziehen. Sehr geil. Oh, was ist mit seinem Finger los? Es ist so geil, also, wie gesagt, Gearbox ist jedes Mal wieder geil für mich zu gucken. Natürlich jeden Tag, da würde ich irgendwann durchdrehen, aber so, ne, alle paar Tage wieder. So ein Gearbox-Event ist halt mega geil, finde ich. Weil diese Kombination aus kurzen, kleinen, ruhigeren Phasen und dann diese krassen Kicks. Wow. Oh shit. Ich liebe den Song, ehrlich, ey. Oh shit. Gearbox, I see those hands up high! MC Diesel. United, we fight domination in the fight. Tonight is the night, all the middle fingers high. Racing for glory, united we stand. This is the This is the rise up. This is the rise up. This is the rise up. And the Rex. Bro, wie lange sind denn diese Raketen, sag ich mal, da durchgeflogen? Und wie geil ist das getimed, Mann? This is the rise up. Ja. Ja, wie geil. And the Rex. Who are we? Gearbox. Find's auch geil, ne? Die drehen alle so, ne? Es gibt diese Phase, wo die voll am Rad drehen, so, wo alle mitmachen und dann siehst du einfach, wie die sich die ganze Zeit umarmen und irgendwas sagen. Das ist irgendwie voll süß, ey. We back again. Aber ehrlich, ne, sag mir bitte, das sieht doch mit am geilsten was wir bis jetzt gesehen haben, sieht das mit am geilsten aus. Natürlich, ich bin halt Fan von der Farbe, aber auch mit dem Blitzen nachher wieder und so. As a collective, Gearbox So and down. crazy geil aus. Fuck your perspective. It's you and me. Making memories. So much more to come. This means the world to me. 10 plus years, your body alone. Come party with us. Step into the dome. Fire it up. This is the way to go. Welcome to Twin Turbo. Oh, dieser Gesang holt mich halt ab, ne? Und dann kommt dieser Part mit diesem Geschrei, das ist halt nichts für mich, aber dieser Gesang, das ist bei mir auch bei Rock immer so. Es gibt so geile Rock-Songs, wo ich mir denke, boah, irgendwie geil die da singen und dann kommt dieses Geschrei, dieses Geschrei, boah, Bro, da bin ich dann auf einmal raus, wo ich mir dann jedes Mal denke, bitte, bitte mach doch einfach so weiter. The
Wow, Bro, von oben sieht der crazy aus. Hilfe. Aber natürlich von No. Domination in us. Put the middle fingers up. Racing for glory, united we stand. This is the rise of stand. Das meine ich nämlich. Das ist so geil, dass sie da alle stehen. Oh. Ich zeige mein Aufnahmeprogramm. Dass sie hier alle stehen. Auch dass sie hier ihre Flächen haben. Wenn man überlegt, wie viele das einfach sind, ne? Und jeder ist ein verficktes Biest in dem Element. Also im DJ und Producen. This is the rise up. 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 Gearbox. Junge. Whoa, I think I won, bro. What? What the fuck? I won. He won. Can we skip to the good part? I'm sure there's gonna be an edit. Bitte sag mir nicht, dass das mein Internet war. Oder... Wir gucken nochmal nach. War das Video? Ey, dann hoffe ich nicht, dass das öfter passiert, weil das fragt der mies Sure ab. there's gonna be an edit. Das war mein Internet. Bitte nicht. You still want to play? The rise of the underground. Gearbox. Okie dokie. We need everyone. Kotti. Was ist denn das für ein geiler Track, bitte? Push that fucker to the ground. Junge, wie die weghauen, ne? Push that fucker to the You idiot! Push that fucker to the ground. Now get off your lazy butts and go get me another grilled cheese burger! Excuses, excuses. How am I supposed to trust you when all you give me are excuses? When are you two gonna learn that your actions have consequences? Lekker, Michael, lekker. Consequences. Consequences. You idiot! Bro, was passiert hier?
Also, das ist verrückt, wie gut das alles gemacht ist bei dem Set, hä? Last time I entrust you with something important. But you are gonna clean up this mess, and you can start by sweeping up this special entertainment. Excuses. How am I supposed to trust you when all you give me are excuses? What are you two gonna learn when your actions have consequences? Aber das mit dem Sound, machen die das, dass das ab und zu mal ein bisschen abfällt von der Lautstärke? Also, ja doch, von der Lautstärke her? Oder ist das videotechnisch einfach so? Ui. Actions have consequences. Wow. Das hier Fontänen stehen. Warum sehe ich die hier zum ersten? Also, hab die vorhin natürlich schon mal gesehen. Aber warum sehe ich die bei dem Set das erste Mal? Ich habe ihn noch nie gesehen. So. Da muss ich aber auch sagen, da liebe ich einfach Gearbox für diesen Sound, ne? Diese krassen Keks und im Hintergrund dieses. Das ist so geil. Hilfe, ey. Der Kameramann kann schon nicht mehr. Bro, aber das mit den Explosionen sieht so cool aus. Das hier. Das haben die jedes Mal so gut getimed. Ich muss ehrlich sagen, das vom optischen her ist das mit das, wenn nicht sogar das Geilste, was ich bis jetzt gesehen habe vom Hot Pursuit, Gearbox Hot Pursuit Event. Oder 2024. Weil bisher ist alles mega geil. Klar, da hatte ich auch bei anderen Reactions gesagt, wenn du hier stehst, hast du nochmal ein ganz anderes Feeling, als wenn du diese Kackkamera siehst. 100%ig. Ich glaube, natürlich siehst du das hier oben auch, aber dadurch, dass du gefühlt von den ganzen Lichtern hier geblendet wirst, ist das auch alles dunkel für dich. Amai. Here we go! Fire!
ice. Fire and ice. I came to melt your soul like fire and ice. Ready? Like fire and ice. Like fire and ice. Like fire and ice. Here we go now. Junge, hämmer mir den Kopf weg, ey. Mag ik ook nog een keer draaien? Oké. Blijf je wel staan? Here we go. Gooi hem de lucht in. Oh. Bro, Gearbox kann auch einfach so ein bisschen ruhigeres Tempo fahren, dass du da noch chilligeren Vibe hast noch chilliger zu tanzen kannst, nicht Vibe, sondern chilliger zu tanzen kannst. Weil sonst musst du ja immer voll mit dem Kicks mitgehen, natürlich hier auch einigermaßen, aber hier ist das nicht so ein krasser Shit. Geil, ey. Das ist aber auch geil gemacht. Diese Ansicht ist so geil, finde ich. Wäre halt geil, wenn die da... Das verstehe ich halt aber auch nicht. So, das sind halt Ideen, die ich halt habe, aber nie irgendwie... Oder die nie einer versteht wahrscheinlich. So, wir haben jetzt die Kamera... Da reden wir jetzt drüber, mir egal. Warte. So, wir haben... Meine Fresse, ja egal. Wir haben die Kamera ja hier stehen. Ja, hier so stehen, dass sie so auf die Jungs zeigt. Wäre halt geil, wenn du dieses Bild dann, also dieses große Bild im Hintergrund, hier hättest und hier eine Kamera, die dann natürlich anders zeigt und hier. Und dann könntest du so immer hin und her spielen. Das wäre richtig geil, glaube ich. Ich glaube, das wäre um Weiten geiler als das jetzt. Wobei das natürlich auch schon geil aussieht. Wie die da am Rumspielen sind, ne? Zeg het hem. Say it to them. And we are here together. We are all one. MC Be Diesel. with us in this moment right here. Perfect, perfect. Gearbox. Geil! Geil, geil, geil! Gut, ich bin nicht der Einzige, der oft reinscheißt. Die DJs an sich selber sogar auch. Geil! Ja! Bro,
wo kamen auf einmal die grünen Laser her? What the fuck, Gearbox, make some noise! Yeah. Alright, we ain't done yet, ladies and gentlemen. We got someone to announce. The latest member of the Overdrive label. None other than DJ Abaddon! Bro, hab ich Gänsehaut direkt. Wie lange habe ich diesen Song nicht gehört? It's a brand new track as well. Also nicht den Remix, sondern den Song, das Sample davon, ne? Feel the bass drop, it's a brand new dawn. With Gearbox in mind, the fire rages on. Evidence sound, the storm breaking through. Gearbox Nation, this one's for you. A storm breaking through. Oh, sieht das verrückt aus, ey. Let's go. Aber es muss ja auch jedes Mal wieder, ne, das ist so das Krasse, finde ich. Du hast die ganze Zeit diese krassen Kicks und eigentlich so dieses Ähnliche. Und dann kommt auf einmal dieses Abtempo auf einmal dann damit rein. Für einen kurzen Moment. Aber ich muss sagen, ne, Abtempo plus geil viele Lichter, alles geht ab. Hier hinten dieses Error kommt geil. Natürlich, wenn das Error nicht da wäre, ist ja gerade gar nicht da. Ist mega geil. Das ist das Geilste, glaube ich, was du machen kannst. Abtempo und geil viele Lichter und die drehen am Schlappen. Ladies and gentlemen, thank you guys so fucking much for coming out here tonight. Oh, das war schon. Part of the Gearbox family, I want to say one more thing. Or we're gonna play one more. Or not. Einer geht noch. Zugabe. One more of niet? Anders ga ik gewoon naar huis. Ich sag ja, das ist irgendwie ganz komisch gemacht, dieser ganze Auftritt, bin ich ganz ehrlich. Ich sag's doch, ja okay, gut, eigentlich wollte ich es am Ende sagen, aber ich glaube, jetzt geht's auch. Es ist, also, da fand ich Defcon geiler. Muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich vielleicht auch Fehler gemacht, dass ich das in dieser Reihenfolge geguckt habe und nicht das erst. Wahrscheinlich aber auch besser, weil durch Defcon habe ich die richtig lieben gelernt. Aber hier, das ist ja, ne, die drehen sich, du siehst sie so wenig und wenn die Kamera auf denen ist, dann ab und zu gehen die ab. Aber meistens sind die da irgendwie, weiß ich nicht, wie so ein, einfach wie ein Freundeskreis, der da am Saufen ist und ab und zu ein bisschen da an der Turntable spielt, wie ich ja vorhin gesagt habe. Genau so ist es die ganze Zeit und das finde ich halt so ein bisschen schade. Gerade wenn du da Geld bezahlst und du willst die Leute da sehen, dass sie abdrehen, da fand ich das halt, ne, wie gesagt, ist der Vergleich zu Defcon halt sehr, sehr gut. Beim Defcon noch viel geiler, ne? Klar, im Hintergrund, die Jungs im Hintergrund, die haben dann ihren Shit gemacht, haben gesoffen, was auch immer. Aber hier vorne an den Turntables standen immer Leute, die immer am Abgehen waren. Aber jetzt ist das irgendwie so ein bisschen unorganisiert, sag ich mal fast. Das ist ein bisschen schade. Oh, okay. Break that shit in. Das meine ich nämlich, das ist zum Beispiel nichts für mich. Das ist ein bisschen zu krass.
Ob ich mich da jemals dran gewöhnen werde und sage, oh, okay, ist geil, das ist noch ganz weit in den Sternen, glaube ich. Aber ist auch wieder crazy. Aber ich finde, diese paar Minuten hier jetzt, ne, die letzten 3 Minuten stehen. Wo sind wir? 29? 26? Also sagen wir mal, die letzten 5 Minuten stehen genau für dieses Event, ne? Es ist alles irgendwie so ein bisschen komisch, aber geht trotzdem gut ab. Oder, ne, die sind trotzdem alle crazy da. Das ist einfach so. Aber auch, dass sie so diese kleine Pause hatten mit, okay, wir machen Feierabend, okay, doch, wir machen doch nicht Feierabend. Und dann hauen die auf einmal so einen Track raus. Der dir alles wegpfeffert, ohne viel Anlaufzeit. Lekker man. Is dit de laatste? Sag ich doch. Dit is de Das ist laatste. so komisch gemacht, ey. Het is de laatste, dus helemaal uit je fucking dak van. Geile Laser, ey. Bass like a kicks now, move to the beat. So one more time, the Gearbox boy. Here we fucking go now. Was ist denn das für ein Ende, Bruder? Und warum läuft überhaupt. Achso, ich bin in der Playlist wieder dran. Komisches Ende? Bin ich ganz ehrlich? Hätten sie wenigstens ein bisschen ausklingen lassen können? Ne? Also einfach, zack, das Ding geht aus, du siehst nochmal ein bisschen, oder lässt das ein bisschen schwarz und dann geht's aus. Okay, gut. Aber, ja. Wie gesagt, erstmal das Negative, bevor wir zum Positiven kommen. Ne, das war halt dieses für mich unorganisierte, komische, war irgendwie ganz, ganz komisch, das Set anzuschauen. Also die DJs anzuschauen, ne? Also Gearbox sich anzuschauen. Aber gibt's sonst noch was Negatives? Nö. Sonst fand ich, wie gesagt, dieses ganze Bild mit den ganzen Lasern, Lichtern, aber auch gerade den Hintergrund mega geil. Also, das war, glaube ich, das Geilste, was ich bis jetzt gesehen habe. Was aber auch ganz gut ist, sage ich ganz ehrlich, ne? Weil sonst ist er so, sonst hätte ich ganz verloren, also sonst hätte ich ganz losgelassen. Ja, die Fontänen, also, was wir gesehen haben, waren mega geil. Das sah richtig gut aus. Hat mich mies abgeholt. Geile Tracks. Muss auch ehrlich sagen, mich wundert es gerade, dass wir schon 48 Minuten auf Uhr haben. Gefühlt ist es für mich gerade 20 Minuten. Also die ganze Reaction jetzt, ne? Nicht nur, dass ich 20 Minuten geguckt habe, sondern 20 Minuten die ganze Reaction. Crazy, aber das ist halt auch Gearbox, ne? Das habe ich auch letztens gemerkt oder merke ich auch immer wieder. Wenn ich irgendwie Artist von Gearbox sehe oder mir Reactions dazu angucke, Reactions dazu mache, so. Die haben halt so ein Tempo drin und das geht so geil ab, dass die Zeit so krass verfliegt. Deswegen, ich glaube, wenn du da bist, für dich ist das noch kürzer. Du denkst halt wirklich, boah, okay, scheiße, ist schon wieder durch. Weil du da noch am Tanzen bist und am Feiern bist und dies und das. Deswegen, crazy. Deswegen geile Songs, geile Performance. Natürlich ein bisschen scheiße da von den Jungs, dass die so unorganisiert waren. Für mich. Aber gut. Ne, vielleicht habe ich da auch einfach das falsche Set heute mal rausgesucht. Kann ja auch mal passieren. Geile Trikots. Genau, das soll ich noch sagen. Die Trikots, die haben mich mies abgeholt. Finde ich sehr, sehr geil.
vielleicht mal da mal zuschlagen. Muss ich mal gucken. Und ja, dann war's das schon. Ich wüsste nicht, was ich sonst noch sagen soll. Oder fällt mir noch irgendwas ein? Ne. Deswegen, sehr, sehr geil. Show an sich hat mich abgeholt, die Jungs eher ein bisschen weniger, sage ich ganz ehrlich. Und ja, da sagen wir einfach mal passend zu dem Titel des Videos, also von dem Video, machen wir einfach mal Hashtag Fuck Gearbox. Aber einfach ohne U, also FCK Gearbox. Und dann haben wir einen guten Hashtag, glaube ich, dieses Mal. Kommt ja auch gut passend. Dann weiß ich nämlich, dass ihr es bis hierhin durchgeschaut habt. Vielen, vielen Dank da dann schon mal. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Reaction. Ich weiß noch nicht, ob es Gearbox wird oder was auch immer, wo du oder ihr einschaltet werdet. Bis dahin wünsche ich euch aber einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.